Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was passiert, wenn wir Drohnen in die Tiefe schicken, in eine Welt, die dunkler, kälter und weitaus mysteriöser ist als alles an Land? Unter dem erdrückenden Druck der Ozeane, wo das Sonnenlicht nicht hinreicht, haben Unterwasserdrohnen Anblicke eingefangen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen. Und einige Entdeckungen sind geradezu erschreckend. Heute tauchen wir in den Abgrund und enthüllen die 19 gruseligsten Unterwassergeheimnisse, die hier aufgezeichnet wurden. Mach dich bereit. Denn wenn du erst einmal gesehen hast, was dort unten lauert, wirst du den Ozean nie wieder auf dieselbe Weise betrachten. Die römische Augenpille. Die alten Römer sind vor allem für ihre großartige Architektur, ihre mächtigen Armeen und ihre legendären Feste bekannt. Doch unter der glitzernden Oberfläche des römischen Ruhmes ist gerade ein neues Geheimnis aufgetaucht. Und es verändert alles, was wir über ihre Welt zu wissen glaubten. Vor der Küste der Toskana, tief unter den unruhigen Wellen, stießen Archäologen auf ein gesunkenes römisches Schiffswrack. Versteckt zwischen zerbrochenen Amphoren und antiken Schätzen fanden sie etwas wirklich Erstaunliches. Eine 2000 Jahre alte römische Augenpille, die durch die kalte Umarmung des Meeres perfekt konserviert wurde. Diese winzige Tafel, die Jahrtausende lang in einer römischen Hausapotheke versteckt war, offenbart eine Seite des antiken Lebens, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Eine Welt, in der Wissenschaft, Chirurgie und ausgeklügelte Heilmethoden florierten, lange bevor es moderne Krankenhäuser gab. Diese Pillen, die aus einer geheimnisvollen Mischung aus Zink, Eisenoxid, Bienenwachs, Kiefernharz und exotischen Pflanzen bestehen, wurden wahrscheinlich zur Behandlung von Augenkrankheiten verwendet und bieten einen seltenen Einblick in das verborgene medizinische Genie des alten Roms. Und das ist erst der Anfang. Überall auf der Welt geben Unterwassergeheimnisse weiterhin Rätsel auf und versetzen in Erstaunen. In der Antarktis nahm eine ferngesteuerte Unterwasserdrohne ein Bild auf, das wie eine komplexe Struktur unter dem Eis aussah. Aber als die Drohne für einen genaueren Blick zurückkehrte, war es verschwunden. Verschwunden ohne eine Spur. Waren es die Überreste einer uralten, verlorenen Zivilisation oder etwas noch Seltsameres? Der Ozean hütet noch immer seine dunkelsten Geheimnisse und wir fangen gerade erst an, sie zu lüften. Die riesigen Hydrothermal-Schlote. Tief unter der Meeresoberfläche, wo das Licht nur schwer hinkommt, haben Forscher eine beeindruckende Entdeckung gemacht, die den rauen Bedingungen der Unterwasserwelt trotzt. Vor der Küste Ecuadors, in der Nähe des Vulkans Losos East, stieß ein Team von Wissenschaftlern auf ein unglaubliches Feld von Hydrothermalschloten. Diese hoch aufragenden Strukturen, von denen einige eine Höhe von bis zu 50 Fuß erreichen, sind ein erstaunlicher Anblick in der Tiefsee. Zum Vergleich, diese Schornsteine sind fast 2,5 Mal so hoch wie die Golden Gate Bridge. Aber sie ragen nicht aus dem Wasser, sondern aus dem Meeresboden. Die Entdeckung wurde während einer 30-tägigen Forschungsexpedition gemacht, bei der das Team auf hydrothermale Schlote stieß, die glühendes Wasser aus der Erdkruste ausspucken. Das Ausmaß dieser Entdeckung ist immens. Diese Schlote erstrecken sich über eine Länge von über 2000 Fuß und bilden ein blühendes Ökosystem in einer der unwirtlichsten Umgebungen des Planeten. Das Erstaunlichste ist die Vielfalt des Lebens, das in der Umgebung dieser Schlote gedeiht. Arten, die sich entwickelt haben, um extremen Bedingungen zu widerstehen, von denen einige seit Millionen von Jahren praktisch unverändert geblieben sind hier zu Hause. Unter den entdeckten Lebewesen befanden sich limettenartige Weichtiere, Röhrenwürmer, Muscheln, Krebstiere und sogar Fische. Jede neue Entdeckung wirft die Frage auf, welche weiteren einzigartigen Arten in dieser geheimnisvollen Unterwasserwelt lauern und darauf warten, entdeckt zu werden. Jade Corn, ein ozeanisches Geheimnis. Tief unter dem Pazifischen Ozean, vor der Küste Mittelamerikas, hat ein außergewöhnlicher Fund die Forscher veranlasst, alles zu überdenken, was sie über alte Zivilisationen zu wissen glaubten. Unterwasserdrohnen entdeckten bei einem Routinetauchgang eine Sammlung von Jade-Artefakten in Form von Maisähren. Diese faszinierenden Schnitzereien sind keine gewöhnlichen Relikte, sondern erregen in der archäologischen Fachwelt großes Aufsehen. Jedes Jadestück spiegelt eine Maisähre mit feinen Details wider, was die Entdeckung umso verblüffender macht. In der Regel wurde Jade in mesoamerikanischen Kulturen für religiöse oder zeremonielle Gegenstände verwendet, die oft den Königen oder Gottheiten vorbehalten waren.
Warum also sollten diese alten Kulturen Mais aus Jad schnitzen? Mais als Symbol für Fruchtbarkeit und Landwirtschaft ist von großer Bedeutung. Aber die Verwendung eines so heiligen Materials für einen so alltäglichen Gegenstand hat Experten vor ein Rätsel gestellt. Einige glauben, dass diese Schnitzereien Fruchtbarkeit oder Überfluss darstellen könnten. Vorstellungen, die in der antiken Welt tief verwurzelt sind. Doch der Fundort dieser Artefakte gibt dem Rätsel noch eine weitere Ebene. Die Lage des Jadekorns, das in bestimmten Tiefen des Ozeans gefunden wurde, lässt vermuten, dass es sich nicht um einen zufälligen Verlust handelt. Die Möglichkeit, dass es sich um Opfergaben für Meeresgötter handelte, wirft interessante Fragen über antike Rituale im Zusammenhang mit dem Meer auf. Unterwasseraufnahmen haben gezeigt, dass diese Artefakte akribisch auf dem Meeresboden angeordnet sind, als würden sie ein uraltes Geheimnis bewachen. Was könnte diese Entdeckung bedeuten? Das Mysterium des Jadekorns verfolgt die Forscher weiterhin und drängt uns dazu, tiefer in das Unerklärliche einzudringen und möglicherweise noch mehr Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften, die in den Tiefen des Meeres verborgen sind. Der goldene Reichsapfel. In der Tiefsee, weit unter den eisigen Gewässern des Golfs von Alaska, hat eine mysteriöse Entdeckung die Wissenschaftler gleichermaßen fasziniert und verblüfft. Während einer routinemäßigen Tiefsee-Expedition stießen Unterwasserdrohnen auf eine leuchtende goldene Kugel, die auf dem Meeresboden ruhte. Die glatte, metallische Oberfläche der Kugel wirkte so deplatziert, als wäre sie einer anderen Welt entsprungen. Das seltsame Aussehen der Kugel, die in einer schwindelerregenden Tiefe von fast 3300 Fuß gefunden wurde, erregte sofort die Aufmerksamkeit des Forschungsteams. Einige vermuteten, dass es sich um ein Artefakt einer alten Zivilisation handeln könnte, während andere vermuteten, dass es sich um ein außerirdisches Relikt oder sogar eine bizarre Tiefseekreatur handeln könnte. Als die Wissenschaftler die Zusammensetzung der Kugel analysierten, warfen sie noch mehr Fragen auf. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit etwas, das sie identifizieren konnten. Sie war weder vollständig metallisch noch organisch, was eine Klassifizierung unmöglich machte. Bei weiteren Untersuchungen wurden mikroskopische Merkmale entdeckt, die darauf hindeuteten, dass es sich bei der Kugel um die Überreste eines unentdeckten Meeresorganismus oder um eine Schutzhülle für etwas noch nicht Entstandenes handeln könnte. Tja, es könnte darauf warten, zu schlüpfen. Dieser Gedanke ist es, der die Entdeckung so beunruhigend macht. Das unheimliche Aussehen der Kugel ist nur ein Teil des Geheimnisses. Was sich in ihrem Inneren befindet oder was in ihr enthalten sein könnte, bleibt unbekannt. Könnte dieses Objekt etwas völlig Unbekanntes beherbergen? Möglicherweise eine Lebensform, die wir uns nicht vorstellen können. Die goldene Kugel erinnert uns eindringlich daran, dass ein Großteil der Geheimnisse des Ozeans noch unerforscht ist. Sie stellt alles in Frage, was wir über das Leben in der Tiefsee wissen, und lässt uns mit der Frage zurück, welche weiteren seltsamen Überraschungen noch unter den Wellen liegen könnten. Die rätselhafte Bimini-Straße. Im Jahr 1986 machten 3 Taucher in den kristallklaren Gewässern der Karibik eine außergewöhnliche Entdeckung, die Forscher seither vor ein Rätsel stellt. Bei der Erkundung des Meeresbodens in der Nähe der Bimini-Inseln fanden sie eine ungewöhnliche Steinformation, die viel zu perfekt schien, um von der Natur geschaffen worden zu sein. Die Struktur, die sich über eine Länge von etwa 4 Metern erstreckte, schien eine Art Straße zu sein, mit großen Steinen, die in einem präzisen, linearen Muster angeordnet waren. Die Taucher, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol und Robert Angove, erkannten schnell die Bedeutung ihrer Entdeckung und meldeten sie den Experten. Es folgte jedoch Skepsis. Einige Geologen glauben, dass die Formation einfach ein natürliches Phänomen ist, eine Art Strandgestein, das entsteht, wenn Calciumcarbonat Sand und Muscheln bindet. Andere sind sich da nicht so sicher. Sie sind der Meinung, dass die Anordnung der Steine auf menschliches Zutun schließen lässt, möglicherweise im Zusammenhang mit der legendären Stadt Atlantis. Trotz anhaltender Debatten gibt es immer noch keine schlüssigen Beweise, die die Ursprünge der Bimini Road endgültig erklären. Ist sie ein Werk der Natur oder deutet sie auf die Existenz einer alten Zivilisation hin, die wir noch nicht vollständig verstehen, bis weitere Beweise auftauchen? Bleibt die Bimini Road eines der faszinierendsten und ungelösten Geheimnisse, die sich unter dem Karibischen Meer verbergen. Der versunkene Schatz von San Jose. Im Jahr 2015
zog eine atemberaubende Entdeckung vor der Küste Kolumbiens Historiker und Forscher gleichermaßen in ihren Bann. Tief unter der Meeresoberfläche wurde endlich das lange verschollene Wrack der spanischen Galeone San José gefunden. Ein Schiff, das oft als heiliger Gral der Schiffswracks bezeichnet wird. Die San José, die seit 1708 ungestört ruht, trug einen außergewöhnlichen Schatz an Gold, Silber und Smaragden mit einem geschätzten Wert von rund 17 Milliarden $. Die San José war ursprünglich Teil einer spanischen Schatzflotte, die nach dem Sammeln wertvoller Güter aus der neuen Welt nach Hause segelte. Während ihrer Reise geriet sie jedoch in unerwartete Gefahren auf See, was zu ihrem tragischen Untergang und einem lang anhaltenden maritimen Geheimnis führte, das mehr als 3 Jahrhunderte andauerte. Heute geht es bei der Geschichte der San José nicht nur um einen glitzernden Schatz, der unter den Wellen verborgen ist. Sie wirft auch die faszinierenden Fragen auf, die sich im Zusammenhang mit historischen Entdeckungen stellen. Wer sollte diese Schätze schützen und wie sollten sie für künftige Generationen bewahrt werden? Kolumbien hat die Städte zu einem wichtigen Teil seines Kulturerbes erklärt und damit ihre Bedeutung über den eigentlichen Schatz hinaus unterstrichen. Unterdessen regt die historische Bedeutung der San José weiterhin internationale Diskussionen über die maritime Geschichte und die Erhaltung des kulturellen Erbes an. Der Unterwasserzwerggarten. Stellen Sie sich vor, Sie tauchen in einen ruhigen See. Das Wasser ist kühl und ruhig, während Sie ins Unbekannte hinabtauchen. Die friedliche Umgebung ist fast bezaubernd. Doch dann fällt Ihnen etwas Seltsames ins Auge. Zuerst ist es schwer zu erkennen, aber als Ihre Taschenlampe die Gegend erhellt, sind Sie erstaunt, dass Sie Dutzende von Gartenzwergen sehen, die Sie unheimlich anstarren und auf dem Grund des Sees sitzen. Willkommen im Unterwassergarten der Gartenzwerge, einem bizarren Ort in Lost Water, einem See im englischen Lake District. Was vor Jahren als skurriles Projekt lokaler Taucher begann, hat sich zu einem vollwertigen Unterwasserdorf entwickelt, das mit winzigen Möbeln und skurrilen Dekorationen ausgestattet ist. Im Laufe der Zeit haben immer mehr Taucher ihre eigenen Zwerge hinzugefügt und so eine zunehmend surreale und leicht gruselige Szene unter den Wellen geschaffen. Obwohl der Garten der Zwerge zu einer beliebten Attraktion für Taucher geworden ist, hat er auch Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Umwelt geweckt. Die örtlichen Behörden haben einige der Figuren entfernt, weil sie sich Sorgen über die ökologischen Folgen dieser Unterwasseranlage machen. Dennoch besteht der Garten fort, und viele der Zwerge haben einen mysteriösen Ursprung, der dem Ort eine zusätzliche Ebene der Faszination verleiht. Der Garten hat Lost Water zu einem beliebten, wenn auch unheimlichen Ziel für abenteuerlustige Taucher gemacht. Trotz der Neugier, die sie wecken, ziehen es viele vor, diese seltsamen, untergetauchten Figuren ungestört in ihrem wässrigen Zuhause zu lassen, wo sie weiterhin sitzen, beobachten und warten. Die kubanische Unterwasserstadt. Stellen Sie sich eine alte Zivilisation mit Pyramiden, Straßen und prächtigen Gebäuden vor, die unter der Meeresoberfläche verborgen ist. Es klingt wie ein Hirngespinst. Aber die versunkene Stadt in der Nähe von Kuba hat Wissenschaftler seit ihrer Entdeckung im Jahr 2001 vor ein Rätsel gestellt. Meeresingenieure, die den Yucatan-Kanal untersuchten, stießen auf massive geometrische Formationen, die über 610 Meter unter der Meeresoberfläche liegen. Diese Strukturen ähneln Pyramiden, Straßen und Gebäuden, Zeichen einer einst blühenden Stadt. Sollte dies der Fall sein, würde es alles in Frage stellen, was wir über die Geschichte der Menschheit wissen, da es vor allen bekannten Zivilisationen liegt. Einige spekulieren, dass diese verlorene Stadt nach einem katastrophalen Ereignis wie einem massiven Erdbeben oder Tsunami vom Meer verschluckt wurde. Andere vermuten einen Zusammenhang mit dem mythischen Atlantis. Unterwasserdrohnen haben unheimliche Bilder von den Steinblöcken aufgenommen und ihre symmetrische Anordnung scheint zu gewollt, um natürlich zu sein. Die beunruhigendste Enthüllung lieferte die Kohlenstoffdatierung, die darauf hindeutet, dass die Strukturen über 50.000 Jahre alt sein könnten. DH. Zehntausende von Jahren vor den ersten bekannten menschlichen Siedlungen. Diese Entdeckung wirft mehr Fragen auf als Antworten. Wer hat diese Stadt erbaut? Warum ist sie in den Wellen versunken? Und welche anderen Geheimnisse birgt der Ozean noch? Diese versunkene Stadt erinnert uns daran, dass das Meer viel mehr verbirgt, als wir uns vorstellen können, und dass es möglicherweise den Schlüssel zu einer vergessenen Vergangenheit der Menschheit in sich birgt, auf die es Antworten zu finden gilt.
Der Marianengraben, die letzte Grenze der Erde. Der Marianengraben, der tiefste Punkt der Erde, liegt verborgen unter der Meeresoberfläche und ist von Geheimnissen umhüllt. Dieser Abgrund reicht fast 11 Kilometer tief und ist ein Ort mit unvorstellbarem Druck, ewiger Dunkelheit und Geheimnissen, die von Menschenhand weitgehend unberührt bleiben. Der Graben wurde erstmals 1875 von der HMS Challenger entdeckt und ist seither Gegenstand von Faszination und Angst. Trotz moderner Technologie sind seine Tiefen noch weitgehend unerforscht. Mit Unterwasserdrohnen, die sich nun in die dunklen Tiefen vorwagen, sind Wissenschaftler auf eine Vielzahl von seltsamen Kreaturen gestoßen. Einige Arten haben durchsichtige Körper und leuchtende Augen, während andere geradezu beängstigend wirken. Wheezy. B. Microplastic, das selbst in diesen extremen Tiefen den Einfluss des Menschen beweist. Eine der erstaunlichsten Entdeckungen ist der Schneckenfisch, der unter Bedingungen überlebt, denen kein vom Menschen gebautes Schiff standhalten könnte. Der Druck auf dem Grund des Grabens ist mehr als 1000 Mal so hoch wie an Land. Und dennoch gedeiht das Leben dort weiter. Aber was den Marianengraben wirklich zu einem Ort der Ehrfurcht und des Schreckens macht, sind seine bizarren Bewohner, biolumineszierende Kreaturen. Riesenkalmare und Monster mit riesigen Kiefern und langen Tentakeln. Diese Kreaturen stellen unser Verständnis von Leben in Frage und zeigen die unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Organismen unter den härtesten Bedingungen auf der Erde. Der Graben mag ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit des Lebens sein, aber er erinnert uns auch daran, wie viel wir noch immer nicht über unseren eigenen Planeten wissen. Der Geisterhai, eine Kreatur aus den Tiefen des Meeres. In den dunkelsten Tiefen des Ozeans, wo das Sonnenlicht niemals hinkommt, schwimmt der Geisterhai. Diese unheimliche, geheimnisvolle Kreatur scheint einer ganz anderen Welt anzugehören. Der Geisterhai, auch Chimäre genannt, ist ein entfernter Verwandter der heutigen Haie. Aber er ist viel älter und viel seltsamer. Dieser Fisch, der erstmals 2016 in der Nähe von Kalifornien und Hawaii gefilmt wurde, gleitet seit Hunderten von Millionen Jahren durch den Ozean und war schon vor den Dinosauriern da. Seine blasse, fast durchscheinende Haut und seine leeren, eindringlichen Augen verleihen ihm ein gespenstisches Aussehen, das ihn wie etwas aus einem Horrorfilm erscheinen lässt. Was diese Kreatur jedoch wirklich auszeichnet, sind ihre bizarren Merkmale. Der Geisterhai hat ein einziehbares Geschlechtsorgan am Kopf. Ein Merkmal, das so seltsam ist, dass es eher zu einem Science-Fiction-Plot als zu einem echten Tier passt. Außerdem kann er dank seiner flügelartigen Flossen lautlos durch das Wasser gleiten und mit bemerkenswerter Präzision kleine Fische und Krustentiere jagen. Die unheimliche Präsenz des Geisterhais stellt unser Verständnis der Evolution in Frage und bietet einen Einblick in eine Zeit, in der Kreaturen wie er die Ozeane beherrschten. Die Tiefsee ist ein Reich voller unvorstellbarer Wunder, und der Geisterhai erinnert uns daran, wie viel von ihr noch unerforscht ist. Seine fremdartigen Merkmale und seine uralte Abstammung lassen uns fragen, welche anderen ebenso seltsamen wie furchterregenden Kreaturen in den dunklen Abgründen des Ozeans lauern. Besondere Entdeckung. Als Meeresbiologen eine Flotte von Unterwasserdrohnen an die Arbeit schickten, um alles zu fotografieren, was sie finden konnten, war klar, dass die Bilder bemerkenswert sein würden. Aber sie erwarteten wunderschöne Meeresbewohner und beeindruckende Unterwasserpflanzen zu sehen. Was sie bei der Durchsicht der Aufnahmen tatsächlich sahen, war diese kolossale und geheimnisvolle Unterwasserstruktur. Offensichtlich waren sie mehr als schockiert. Natürlich sind sie mitten in den Vorbereitungen für einen Besuch der Menschen in diesem Raum, und zwar buchstäblich in diesem Moment. Wir können es kaum erwarten, herauszufinden, was sie dort vorfinden werden, wenn sie ihn besuchen. Wie immer können Sie uns in den Kommentaren unten Ihre Meinung mitteilen. Der Tintenfisch-Gelee-Hybrid, eine erschreckende Entdeckung. Im Jahr 2022 nahm eine Unterwasserdrohne tief unter dem Indischen Ozean etwas auf, das niemand erklären kann. Aus der Dunkelheit schwebte eine Kreatur, die wie ein Albtraum aussah, halb Tintenfisch, halb Qualle, leuchtend wie ein Geist. Es ist nicht nur seltsam, es ist unnatürlich. Dieser Tintenfisch-Gelee-Hybrid bewegt sich mit einer unheimlichen, lautlosen Anmut. Und seine leuchtenden Tentakel bilden eine gefährliche Falle im schwarzen Wasser. Kein Geräusch, keine Warnung, nur ein Lichtblitz. Und seine Beute ist weg. So etwas haben die Wissenschaftler noch nie gesehen. Ist es eine neue Spezies? Ein Tiefseemonster? Oder ein Beweis dafür,
dass die letzte verborgene Grenze der Erde weitaus fremdartiger ist, als wir es uns jemals vorgestellt haben. Eines ist sicher: Wenn Kreaturen wie diese real sind, haben wir nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was in der Tiefsee lauert. Der versunkene Palast der Kleopatra. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken den legendären Palast der Kleopatra nicht im Sand Ägyptens, sondern unter dem Wasser des Mittelmeers. Eine bemerkenswerte Wendung des Schicksals hat dazu geführt, dass das, was man einst für einen Mythos hielt, nun Wirklichkeit geworden ist. Kleopatras Palast, der vor der Küste von Alexandria unter Wasser liegt, wurde in den 1990er Jahren von Archäologen unter der Leitung von Frank Gaudio entdeckt. Die über 2000 Jahre alten Ruinen liegen im Hafen von Alexandria und wurden um 365 durch eine Reihe von Erdbeben und Tsunamis zerstört. Während man zunächst glaubte, es handle sich nur um Schutt, erwies sich die Entdeckung als weitaus bedeutender. Unterwasserdrohnen enthüllten atemberaubende Mosaike, komplizierte Schmuckstücke und massive Steinsäulen mit eingravierten Hieroglyphen. Aber was die Archäologen wirklich faszinierte, waren die Statuen. Götter und Pharaonen, die auf unheimliche Weise gekippt und in der Zeit eingefroren sind, als hätte das Meer sie in einem Augenblick verschlungen. Diese Statuen, die einst Symbole der Macht waren, dienen nun als schaurige Überreste einer Zivilisation, die vom Meer verschluckt wurde, und überlassen es uns, ihre Geschichte zusammenzusetzen. Die verlorenen Pagoden von Mahabalipuram. Das Meer birgt viele Geheimnisse. Und eines der fesselndsten ist die versunkene Stadt Mahabalipuram. Diese verlorene Zivilisation vor der Küste von Tamil Nadu, Indien, fasziniert Historiker und Archäologen seit Jahrhunderten. Die Geschichte beginnt mit dem Ufertempel, einem prächtigen Bauwerk, das dem Zahn der Zeit und den heftigen Winden an der Küste standgehalten hat. Die örtliche Folklore behauptet jedoch, dass der Ufertempel nur einer von 7 Tempeln ist, die einst in der Gegend standen, während die anderen heute im Meer versunken sind. Jahrelang wurde diese Geschichte als Mythos abgetan. Doch 2004, während des Tsunamis im Indischen Ozean, wich das Wasser zurück und enthüllte kurzzeitig etwas, das wie eine Ruine auf dem Meeresgrund aussah. Es kamen Steinreste mit komplizierten Schnitzereien zum Vorschein, die auf die Überreste einstiger großer Strukturen hinwiesen. Diese bemerkenswerte Entdeckung war nur der Anfang. Seitdem haben sich Unterwasserdrohnen in diese Gewässer gewagt und noch mehr erstaunliche Funde zutage gefördert. Sie haben große Felsformationen und kunstvolle Schnitzereien zum Vorschein gebracht, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Ufertempel haben. Aber diese Ruinen deuten auf etwas noch Bedeutsameres hin. Es wurden die Überreste einer ganzen antiken Stadt freigelegt, die durch ein katastrophales Ereignis wie einen Tsunami oder vielleicht durch etwas noch Mysteriöseres zerstört worden sein könnte. Die Mahabalipuram-Pagoden sind ein Zeugnis für die zerstörerische Kraft der Natur, die selbst die fortschrittlichsten Zivilisationen vernichten kann. Diese versunkene Stadt wirft die Frage auf, wie viele andere uralte Geheimnisse der Ozean noch verbirgt, die darauf warten, entdeckt zu werden und die sowohl Ehrfurcht als auch eine beängstigende Erinnerung an den Lauf der Zeit bieten. Die rätselhaften Tiefen des Great Blue Hole. Das Great Blue Hole in Belize ist ein ozeanisches Rätsel, das Entdecker immer wieder fasziniert und verwirrt. Dieses riesige Unterwasserloch, das etwa 300 Meter breit ist und 124 Meter tief in die Erde eintaucht, ist ein Naturwunder, das Geheimnisse birgt, die das Meer verzweifelt zu verbergen versucht. Dieses Loch, auf das der berühmte Forscher Jacques Cousteau 1971 erstmals aufmerksam machte, hat seitdem die Fantasie vieler Menschen angeregt. Sein klares, blaues Wasser mag auf den ersten Blick einladend wirken, doch es birgt einige der größten Geheimnisse des Ozeans. Jüngste Expeditionen, die von modernen Unterwasserdrohnen unterstützt wurden, haben uralte Stalaktiten und Fossilien prähistorischer Lebewesen ans Tageslicht gebracht, die seit Millionen von Jahren unberührt geblieben sind. Unter diesen Entdeckungen befinden sich Fossilien von Lebensformen, die lange vor dem Menschen existierten und einen Blick in die ferne Vergangenheit ermöglichen. Die perfekt runde Form des großen blauen Lochs trägt zu seinem Geheimnis bei. Einige Wissenschaftler glauben, dass es durch den Einsturz eines uralten Höhlensystems entstanden sein könnte, während andere eher abwegige Erklärungen vorschlagen. Der Rand des Lochs ist von den Wracks gesunkener Schiffe umgeben, eine düstere Erinnerung an die Gefahren, die in seinen Tiefen lauern.
Das Great Blue Hole ist nicht nur ein atemberaubender Anblick, sondern auch eine erschreckende Erinnerung daran, wie wenig wir wirklich über die dunkelsten Ecken des Ozeans wissen. Je weiter Taucher und Wissenschaftler forschen, desto deutlicher wird, dass die unheimlichen, ungezähmten Geheimnisse des Ozeans für uns unerreichbar bleiben. Je mehr wir entdecken. Das gefrorene Lauern unter der Antarktis. In der eisigen Stille der antarktischen Tiefsee entfaltet sich ein Phänomen, das aussieht, als sei es direkt aus einer anderen Welt entsprungen, der Brinacle, auch bekannt als der mysteriöse Eisfinger, von Unterwasserdrohnen aufgenommen, zeigt dieser unglaubliche Anblick. Wie eisige Sohle langsam von der gefrorenen Oberfläche nach unten sinkt und eine gewundene, hohle Säule aus reinem Eis bildet. Auf seinem Weg nach unten friert es alles, was sich ihm in den Weg stellt, sanft ein und bildet eine surreale, leuchtende Skulptur in der Dunkelheit. Seesterne und andere Meeresbewohner, die sich auf dem Meeresboden bewegen, sind plötzlich in kristallklarem Eis gefangen und an ihrem Platz eingefroren, als wären sie in einem Moment der Zeit gefangen. Erstmals in den 1960er Jahren entdeckt und nun dank moderner Technologie in verblüffender Detailtreue zu sehen, zeigt der Brinacle eine Seite der Natur, die sowohl schön als auch unerwartet ist. Es ist eine kraftvolle Erinnerung an die verborgenen Kräfte, die das Leben unter den Ozeanen formen. Still, langsam und atemberaubend zu beobachten. Der Eisfinger ist eines der magischsten Geheimnisse des Ozeans und zeigt, wie viele Wunder noch unter den Wellen auf uns warten. Jakobsbrunnen, die heitere Todesfalle. Jacob's Well. Eingebettet in das texanische Hill Country, wird oft als friedliche Quelle wahrgenommen. Eine versteckte Oase, die Entdecker anlockt. Doch unter seiner ruhigen Oberfläche liegt eines der gefährlichsten Unterwasserlabyrinthe der Welt. Was wie ein ruhiges, natürliches Wunder aussieht, ist in Wirklichkeit ein Albtraum für Taucher, voller Gefahren und Intrigen. Als Jacob's Well um 1800 von frühen Siedlern entdeckt wurde, dachte man zunächst, es handele sich nur um eine einfache, sprudelnde Quelle. Doch als die Forscher weiter vordrangen, stellten sie fest, dass es sich um keine gewöhnliche Quelle handelte. Stattdessen entdeckten sie einen tiefen, schmalen Schacht, der über 30 Meter tief in ein komplexes Netz von Unterwasserhöhlen hinabführt. Einige dieser Gänge sind so eng, dass Taucher sich kaum umdrehen können, und sie erstrecken sich endlos in das dunkle Unbekannte. Im Laufe der Jahre sind viele mutige Abenteurer in den Jakobsbrunnen eingedrungen und haben sich in den verschlungenen Gängen verirrt, während ihre Ausgänge mit jeder Drehung weiter verschwinden. In den letzten Jahren sind Unterwasserdrohnen tiefer vorgedrungen und haben Aufnahmen von diesen unheimlichen Tunneln gemacht, die in der Dunkelheit verschwinden und teilweise nirgendwo hinführen. Tragischerweise hat der Brunnen bereits mehrere Taucher das Leben gekostet, was seinen Ruf als ruhige Attraktion und tödliches Rätsel zugleich festigt. Der Jakobsbrunnen erinnert uns eindringlich daran, dass Schönheit auch Gefahren bergen kann. Ein Ort, der ruhig und einladend erscheint, kann sich schnell in ein tückisches Labyrinth verwandeln, in dem selbst die erfahrensten Entdecker den Weg verlieren können. Für diejenigen, die sich für eine Erkundung entscheiden, ist es eine demütigende Lektion. Die Macht der Natur zu respektieren und zu verstehen, dass manche Geheimnisse am besten unberührt bleiben sollten. Die mystische Sargassosee. Die Sargassosee im Herzen des Atlantischen Ozeans ist ein Ort, der sich von allen anderen unterscheidet. Es ist eine Region, die sich den normalen Gesetzen des Meeres zu widersetzen scheint. Benannt nach dem schwimmenden Seetang namens Sargassum, ist dieser Teil des Ozeans ein Wunderwerk des Meereslebens und ein rätselhaftes Reich der Natur. Anders als die meisten Algen verankert sich Sargassum nicht auf dem Meeresboden. Stattdessen gedeiht es frei im offenen Ozean und bildet riesige Matten aus schwimmender Vegetation auf der Wasseroberfläche. Diese schwimmenden Matten bilden ein einzigartiges Ökosystem in einem ansonsten unfruchtbaren Teil des Ozeans. Die Sargassosee ist ein Zufluchtsort für eine Vielzahl von Meereslebewesen. Vor allem Meeresschildkröten finden hier Zuflucht und nutzen die schwimmenden Algen als Nahrung und Schutz für ihre Jungen. Trotz des scheinbar leeren Wassers unter Wasser wimmelt es in der Sargassosee von Leben. Es ist die Heimat von Garnelen, Krebsen und Fischen, die sich an die treibenden Algen angepasst haben. Das Meer ist auch ein wichtiger Brutplatz für Arten wie Aale, weiße Marline und den gefährdeten Delfinfisch. Auch wandernde Tiere wie Buckelwale und Thunfische sind auf ihren langen Reisen auf diesen einzigartigen Lebensraum angewiesen.
Was die Sargasso-See noch außergewöhnlicher macht, sind ihre Grenzen, die nicht durch Land, sondern durch Meeresströmungen bestimmt werden. Der Golfstrom markiert den westlichen Rand, während der Nordatlantikstrom, der Kanarenstrom und der Äquatorialstrom den Rest bestimmen. Diese Strömungen führen warmes, klares Wasser mit sich und machen die Sargasso-See nicht nur zu einem lebenswichtigen ökologischen Hotspot, sondern auch zu einer Region, die nach wie vor fasziniert. Dieses schwimmende Wunder ist ein Beweis für die Fähigkeit des Ozeans, Welten voller Leben, Wunder und Geheimnisse zu schaffen. Das Mysterium des Bermuda-Dreiecks. Das Bermuda-Dreieck, das sich zwischen Miami, Bermuda und Puerto Rico erstreckt, fasziniert seit Generationen Forscher, Wissenschaftler und Geschichtenerzähler. Dieser riesige Teil des Ozeans ist mit Geschichten von Schiffen und Flugzeugen verbunden, die scheinbar ohne Erklärung verschwunden sind und endlose Neugierde und Diskussionen ausgelöst haben. Einer der meistdiskutierten Vorfälle war das Verschwinden von Flug 19 im Jahr 1945, 5 US Navy Bomber, die während eines Trainingsfluges den Kontakt verloren. Das Rätsel um ihr Schicksal gab Anlass zu zahllosen Theorien, die von ungewöhnlichen Magnetfeldern bis hin zu außerirdischen Möglichkeiten reichten. Doch trotz jahrzehntelanger Forschung ist die ganze Geschichte noch immer ungelöst. Dank der Fortschritte in der Unterwasserdrohnentechnologie können Forscher heute endlich einen genaueren Blick unter die Wasseroberfläche werfen. Die Kameras haben erstaunliche Bilder eingefangen, gewaltige Strukturen, die tief unter Wasser verborgen sind, Formationen, die mit keiner bekannten Karte übereinstimmen. Einige von ihnen ähneln sogar antiken Ruinen, was zu Spekulationen über lange verschollene Zivilisationen und die Möglichkeit führt, dass legendäre Städte wie Atlantis real sein könnten. Noch faszinierender sind die Bereiche des Meeresbodens, die unnatürlich glatt und flach erscheinen, fast so, als wären sie von unbekannten Kräften geformt worden. Einige Wissenschaftler vermuten, dass diese Zonen mit mächtigen Naturphänomenen in Verbindung stehen könnten, die nach wie vor kaum verstanden werden. Trotz all unserer Fortschritte hütet das Bermuda-Dreieck weiterhin seine Geheimnisse. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Ozeane der Erde immer noch voller Wunder und Geheimnisse sind, die darauf warten, erforscht zu werden. Da die Technologie die Grenzen der Entdeckung immer weiter vorantreibt, wer weiß, was noch alles unter den Wellen verborgen sein könnte? Der Antikythera-Mechanismus, ein Fenster zum verlorenen Genie. Stellen Sie sich vor, Sie tauchen ins tiefe Blau, streifen an Korallen und vergessenen Schiffswracks vorbei und entdecken plötzlich ein verbogenes Stück Metall, das halb im Sand vergraben ist. Es sieht aus wie ein verrosteter Schrotthaufen, bis Wissenschaftler einen genaueren Blick darauf werfen. Was sie fanden, war überhaupt kein Müll. Es war eines der erstaunlichsten technischen Rätsel der Geschichte, der Mechanismus von Antikythera. Dieses 1901 von Schwammtauchern vor der griechischen Küste entdeckte, korrodierte Bronzerelikt gab den Experten jahrzehntelang Rätsel auf. Erst als die moderne Scan-Technologie die Schichten der Zeit aufdeckte, kam ihr wahrer Zweck zum Vorschein. Ein 2000 Jahre alter Analogcomputer der Finsternisse, Mondphasen und sogar die Bewegungen der Planeten vorhersagen konnte. Tja, Sie haben richtig gehört. Vor über 2 Jahrtausenden baute jemand eine Maschine, die so präzise und komplex war, dass eine ähnliche Technologie erst in 1000 Jahren wieder auftauchen würde. Der Mechanismus von Antikythera hat nicht nur das neu geschrieben, was wir über antike Zivilisationen zu wissen glaubten. Er hat es erschüttert. War es das Werk eines vergessenen Genies? Oder könnte es auf ein noch tieferes Geheimnis hindeuten? Verlorenes Wissen einer Zivilisation, die aus der Geschichte ausgelöscht wurde. Und die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Jüngste Unterwasserdrohneneinsätze in der Nähe des ursprünglichen Schiffswracks haben noch mehr Fragmente freigelegt und damit eine Welle neuer Theorien und Fragen ausgelöst. Wie viele andere Wunder sind noch unter den Wellen verborgen und warten nur darauf, alles, was wir über die Geschichte der Menschheit zu wissen glauben, umzuschreiben? Der Mechanismus von Antikythera erinnert uns daran, dass die Vergangenheit viel seltsamer und viel klüger sein kann, als wir uns jemals vorgestellt haben. Was halten Sie von diesem antiken Wunder? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Und wenn Sie von verborgenen Schätzen und verlorenen Technologien fasziniert sind, vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer.